Servus meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir, Red Dead Redemption. Lange sehend habe ich auch darauf gewartet, irgendwann mal es wieder zu spielen. Jetzt kam es natürlich, genauen Release weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir haben jetzt den 1.12., ne? 1. Oktober da released, weiß ich jetzt gerade gar nicht tatsächlich. Ich bin mir jetzt gar nicht gerade sicher. Hat aber Bock gehabt auf das Spiel. Wir fangen natürlich an, gehen gleich rein, ohne Umschweife, starten wir das Spiel. Bitte das PlayStation 4 System nicht ausschalten. Was momentan auch teilweise jetzt mal brummt. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen weiter weggehen kann vom Laptop. Geiles Bild. Ich hoffe natürlich, dass ich mal demnächst einen neuen Laptop kriege. Oder mir mal demnächst einen neuen besorge, besser gesagt natürlich. Er hat auch seine besten Jahre jetzt hinter sich. Ja, so sieht's aus. Amerika. Die Musik dazu, oh. Wir genießen es erstmal jetzt. Wir genießen es erstmal, bis wir wirklich dann komplett spielen dürfen. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently.
But John's family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Ja, nach fast 5 Minuten umhergereite. Maximal paar. Nicht, dass es ein bisschen übersteuert. Sehr gut. So, wir sind in Armadillo. Da ist er ja. Wer hat ihn vermisst? So wie ich schon einiges gelesen habe von einigen Freunden oder Leute, dass es eigentlich nur eine... nicht mal ein Remastered ist, sondern einfach auf der PlayStation 4 CD geklatscht worden ist und ja. Mein Freund, dir geht's nicht so gut. Aber kann sehr schnell ausstehen. Wow. Respekt. Wo gehst du denn? Soll man den mittlerweile begleiten? Ich hab Bock, den zu begleiten. Ich hab Bock zu sehen, wo der hingeht. Lauf, mein Freund. Lauf. Nee, der geht. Und flieg wieder hin. Komm. Komm. Ich will nur gucken, wo er hingeht. Wahrscheinlich donnert er auch brutal gegen die Wand. Statt Red Dead Redemption zu spielen, wie normale Menschen, gucken wir lieber Besoffene zu. Er ist doch besser als RTL 2. Ohne Witz. Aber er hält sich. Und der da hinten ist der bessere. Guck mal, ich heiße mal einen Kreis. Aber er steht. Du stehst, Bro! Jetzt hocken wir uns erstmal hin. Sehr gut. So. Nachdem wir uns über betrunkene Idioten lustig gemacht haben, gehen wir mal in den Saloon. Mr. Marston. Mr. Marston, over here! Das, was sich Muttermilch geben lassen von der Alten, ne? You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater. Das ist so ein richtiger Hillbilly, Alter. Pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Der ist das originale Bild des Hillbillys, aber richtig, ey. Aber es ist so geil, der Typ. Ich feiere das so hart. Ich liebe das. Oh, da liegt er. Der hat's ja weiter mal geschafft. Komm, komm, komm. Komm, geh rein. Geh rein. Na, schon wieder. Ah, okay, er hat ein festes Ziel. Nein, alles gut. Ich wollte nur... Ich mach mich nur lustig. Come on. Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. Whoa now. Bin schon da. Das kann ich auch. Und gib die Sporen. Komm. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent? Trotzdem immer wieder einen geilen Blick. Abandoned for years now.
Ich finde natürlich, dass Red Dead Redemption 2 natürlich ein bisschen besser aussieht, aber das ist trotz allem schon damals schon ein großer Sprung gewesen. Hab das damals schon gefeiert. Also Red Dead Redemption 1, den Teil habe ich gefeiert. Auch John Marston, den Charakter habe ich cool gefunden. Das war mit Abstand einer meiner Lieblingscharaktere bis dato dann. Was man natürlich dann andere gelernt hat. Beispielsweise Kratos, auch ein cooler Charakter. Auch wenn ich es nicht so oft gespielt habe wahrscheinlich. Beispielsweise dann gab es dann Aloy von Horizon Zero Dawn, der mir sehr gut gefallen hat. Was habe ich da noch gespielt? Jetzt fällt mir aber der von Days Gone gerade nicht ein. Der Name von ihm. Obwohl ich den Deacon, doch, Deacon war es. Deacon auch sehr gut gefallen. Auch ein cooler Charakter. Auch ein geiles Spiel. Und, wer war es denn noch? Gut, das geht dann in die Assassin's Creed-Reihe. Edward Kenway. War auch ein sehr cooler Charakter. Den habe ich auch sehr geil gefeiert. Ezio war ich jetzt nicht so abgeneigt, mit ihm zu spielen, aber es war auch nicht so, dass ich mit ihm Freund wurde oder so. Ich habe die Spiele gespielt mit ihm. Ab Revelations, das Ende war brutal gut. Das war sehr passend, auch sehr gut gemacht. Aber mich hat es dann irgendwann halt gestört. Ab Brotherhood war für mich eigentlich das gelungenste. Revelation war nochmal so, ja komm, wir holen nochmal das Letzte aus Ezio raus. Also bis Brotherhood war für mich Ezio mega cool. Für mich wird es auch Altair bleiben eigentlich. Mega geiler Charakter. Und was habe ich denn noch gerne gespielt? Was war denn noch, wo der Charaktere wirklich gut war? Schwer. Uncharted. Zum Beispiel. Ich habe glaube aber nur den bis zum zweiten Teil gespielt und ich wollte immer wieder mal nachholen, den 3er und den 4er dann spielen. Aber irgendwie kam ich da nicht dazu. Aber wie gesagt, John Marston war schon damals sehr, sehr cool. Arthur Morgan zum Beispiel, Red Dead Redemption, hat mir auch gerne gut gefallen. Ich habe ihn einfach alles wachsen lassen, den Bart, alles. Ich glaube, ich müsste überall gucken. Ne? Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Schon damals bös Guss ins Gesicht gehabt. Hat mir sehr gut gefallen. Ich würde ja gerne noch woanders gehen, aber wir müssen uns erstmal jetzt um diese Main Story da kümmern. Was ein bisschen stört, ist mein Laptop, aber das mache ich ja mehr sorglos. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time.
Well? Oh. Poor John. Tja, vorbei das Spiel. €30 sonst aus dem Fenster gekippt. Da guckt schon der Geier. Da guckt der Geier schon. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber warum können die sich beispielsweise nicht an ihn erinnern, obwohl... Ja gut, die haben eher mehr mit Dings, die Farmerin, die jetzt da zu sehen ist, die hat eher mehr mit Arthur Morgan ein bisschen zu tun gehabt. Aber ich kann mich beim besten Willen daran echt nicht erinnern. Bei Red Dead Redemption 2 kann ich mich ja zumindest nicht erinnern, dass jetzt John Marston, ne, mit ihr zu tun hatte. Ab da hätte es jetzt eine Trophäe gegeben. Ich habe nämlich ab da mal gespielt, ein bisschen abgeguckt, wie es ist, wie das Feeling ist. Und das Feeling ist gut. Das ist gut. Ich hab Bock drauf. Also. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss. Fallen. Danke. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, Symbolisiert ihn ein bisschen irgendwie. Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ich habe eigentlich gewundert, warum er das hier so versucht auf die Wischiwaschi-Art, aber... Da sind wir. John Marston. So. Ein paar Minütchen haben wir noch. Eine Mission kriegen wir doch mal hin, oder? Das laufen wir da halt schon so. Ne, Spaß. Alles gut. Ich hau die auseinander, du Frechdachs. Du blöde Sau, du. Sag das gleich. Meine Großmutter hat was kämpfen gelernt. Guck mal, ja. Zack, links, rechts. Und dann mitten aufs Maul. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Es ist heiß. Ich folgte der jungen Dame, auch wenn ich nicht weiß, wohin. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. Das ist schön, dass sie mir das erzählt. Das ist das Gefängnis. Ob ich da irgendwann mal reinkomme? Ich weiß es nicht. Die Alte hatte ein sehr schönes Pferd. Aber ich hatte ein besseres Pferd. Was ist denn da? Was tut denn hier?
right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very Sie convenient. erzählte I mir. don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Sie erzählte mir von einem Laden. Come on, boys. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Es ist schön, dass sie so einen Eindruck von mir hatte. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Es ist so schön, dass die sich da... Change is only good when it makes things better. Come on. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Yeah. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Du hast auch nicht Nein zu sagen. Anbinden. Ein sehr schönes Pferdchen. Come on, I don't bite. Ich muss sagen, die Frau gefällt mir. Aber ich bin schon verheiratet. Nein. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Der wird auch eine Runde länger pennen. Da ist er. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ja, gucken wir mal, was uns da Let's in mount der up. Prärie rumtreibt. Ein paar Schmerzen hat er noch, der Alte. Satteln wir uns auf. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Ich bin der Verdächtige. Nee. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Die kommen da gleich rausgeritten. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? That's it. Kill those little varmints. Come on, then. Time to put that bloodlust of yours to good use. Shoot. Come on. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Kaninchenragout. Oh, lecker. Darauf habe ich jetzt richtig Lust. Ways to go. Und die hätten noch was anderes. Aber Kaninchenragout, lecker. Das ist schon. Da, jetzt haben wir Lust auf Kaninchenragout. Die Veganer werden hier gleich brüllen, ey. Kaninchen isst man nicht. Kaninchen man erst mal rammeln. Off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Aber die fressen auch mein Fressen weg dann. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals! Come on, they're headed for the chicken coop. Come on. Whoa. Come on. Oh, reite doch. I'll break your mind.
Und so ein paar toten Hähnchen gibt's nix. Es tut mir leid. Und später kriegen wir aber noch bessere Pferdchen. Das wird dann richtig geil dann. Wenn wir dann Kohle ausgeben können und. Gibt dann schon geile Ideen wahrscheinlich, dann gut Kohle auch zu machen. Wahrscheinlich eher mehr Kopfgelder die ganze Zeit machen. Die höchsten, die es gibt, die schwierigsten und dann ordentlich absahen. Here we are. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarlane. Good night. Du kannst dich in dein Bett schlafen legen, um das Spiel zu speichern. Ja, das ist auch eine gute Idee. Was machen wir denn auch jetzt? 6 Stunden später wachen wir dann erst auch. Das damals viel ausschlafen damals war. Ehre. Outfit wechseln. Es gibt tatsächlich, glaube ich, irgendwie ein Outfit, was man auch haben kann. Oder doch nicht? Ich habe gedacht, es gab nochmal eins irgendwie. Ah. Da ist es doch. Wouldn't look at me, though. You learn something new every day. Goodbye. Bye now. Nachtwachenjob. Kann man da Kohle machen? Nee, wir tun jetzt erstmal Dings. Wir haben jetzt genug. Jetzt speichern wir ab und sehen uns dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Schreibt einfach mal, wie es euch gefällt. Wahrscheinlich ist es ja auch wieder elendig kacke. Wer weiß, das kann ja auch gut möglich sein. Und sehen uns im nächsten Video.